Leute, als wir unseren 45 Kilo schweren Dobermann zu unserem 6 Monate alten Baby brachten, sagten alle: Seid ihr wahnsinnig? Dobermänner sind gefährlich. Die Schwiegereltern weigerten sich zu besuchen, die Nachbarn hatten Angst. Aber dann, an einem Donnerstagabend, begann Rex plötzlich unser Baby zu beschnüffeln und zu bellen. Was er bei Leon gerochen hatte, rettete sein Leben. Eine bakterielle Infektion, die sich zur Sepsis hätte entwickeln können. Dieser gefährliche Dobermann wurde Leons Schutzengel. Diese Geschichte wird euch schockieren. Als wir unseren 45 Kilo schweren Dobermann namens Rex zu unserem 6 Monate alten Sohn Leon nach Hause brachten, dachte jeder, wir hätten den Verstand verloren. Rex war imposant, ein schlanker, muskulöser Hund mit glänzendem, mahagonifarbenem Fell, aufrecht stehenden Ohren und einem durchdringenden Blick, der die meisten Menschen einschüchterte. Leon hingegen, ein winziges Baby, das gerade erst anfing, auf dem Bauch zu robben. Er wog kaum 7 Kilo, ein Bruchteil von Rexes Gewicht. Meine Frau Tanja hatte schlaflose Nächte. Dobermänner sind Wachhunde, sagte sie mit zitternder Stimme. Sie wurden gezüchtet, um zu beschützen und anzugreifen. Was, wenn Rex Leon als Bedrohung sieht? Was, wenn seine Instinkte durchbrechen? Die Reaktionen unserer Umgebung machten alles noch schlimmer. Tanjas Eltern weigerten sich zunächst, uns zu besuchen. Ein Dobermann mit einem Säugling im Haus? Das ist unverantwortlich, sagte ihr Vater am Telefon. Unsere Nachbarin Frau Weber sprach uns direkt an. Ich habe Horrorgeschichten über Dobermänner gehört. Sie sind unberechenbar. Ihr solltet das Kind niemals mit diesem Hund allein lassen. Selbst der Kinderarzt bei Leons Routineuntersuchung war besorgt. Dobermänner haben einen starken Jagdinstinkt. Bitte seien Sie extrem vorsichtig. Ein Baby kann schnelle Bewegungen machen, die den Hund triggern könnten. Wir waren umgeben von Angst und Zweifeln. War es ein Fehler, Rex zu behalten? Sollten wir ihn abgeben, um Leon zu schützen? Die Fragen quälten uns jeden Tag. Aber dann kam der Moment, der alles verändern sollte. Es war ein ruhiger Nachmittag. Leon lag auf seiner bunten Spieldecke im Wohnzimmer und versuchte, nach seinem Spielzeug zu greifen. Rex saß ein paar Meter entfernt und beobachtete ihn, wie immer mit wachsamen Augen. Plötzlich stand Rex auf. Er begann, um Leon herumzugehen und ihn intensiv zu beschnüffeln. Dann tat er etwas, das er noch nie getan hatte. Er stupste Leon sanft, aber bestimmt mit der Nase an und bellte leise in unsere Richtung. »Was hat er?« fragte Tanja verwirrt. Rex hörte nicht auf. Er bellte wieder, lauter diesmal, und schaute abwechselnd auf Leon und auf uns. Sein ganzer Körper war angespannt. Ich ging zu Leon und hob ihn hoch. Zuerst schien alles normal, aber dann bemerkte ich es. Leon fühlte sich warm an, zu warm. Wir maßen seine Temperatur, 39,8 Grad, viel zu hoch für ein Baby. Aber das war nicht alles. Als ich Leon genauer betrachtete, sah ich eine leichte Verfärbung auf seiner Haut, kleine rote Punkte, die sich über seinen Bauch ausbreiteten. Wir fuhren sofort in die Notaufnahme. Nach gründlichen Untersuchungen kam die erschreckende Diagnose: eine bakterielle Infektion, die sich schnell ausbreitete. Die Ärzte handelten sofort mit Antibiotika. »Sie sind genau zur rechten Zeit gekommen«, sagte der Arzt ernst. Bei Säuglingen kann sich so etwas innerhalb von Stunden zu einer lebensbedrohlichen Sepsis entwickeln. Wie haben Sie es so früh bemerkt? Ich schaute Tanja an. »Unser Hund«, sagte ich leise. »Unser Dobermann hat unser Leben gerettet.« Der Arzt nickte. »Hunde können Krankheiten riechen. Ihr Hund hat möglicherweise Ihrem Sohn das Leben gerettet.« Nach jener Nacht veränderte sich alles. Die Menschen, die uns vorher verurteilt hatten, sahen Rex mit völlig anderen Augen. Tanjas Eltern, die sich geweigert hatten, uns zu besuchen, kamen am nächsten Tag ins Krankenhaus. Als sie die Geschichte hörten, weinte ihre Mutter. »Wir hatten so Unrecht«, sagte ihr Vater. »Rex ist kein gefährlicher Hund, er ist ein Schutzengel.« Ihre Mutter setzte sich neben Leons Bett und schaute durch das Fenster auf den Parkplatz, wo Rex geduldig im Auto wartete. »Können wir ihn reinbringen?« fragte sie leise. »Ich möchte mich bei ihm bedanken.« Es war das erste Mal, dass sie Rex sehen wollte.
Frau Weber, unsere skeptische Nachbarin, brachte uns einen Blumenstrauß. »Ich habe mich von Vorurteilen leiten lassen«, gestand sie. »Rex hat bewiesen, dass man einen Hund nicht nach seiner Rasse beurteilen sollte.« Sie erzählte uns, dass sie die Geschichte bereits an alle Nachbarn weitererzählt hatte. Die Geschichte verbreitete sich in unserer Stadt. Die lokale Zeitung schrieb einen Artikel. »Dobermann rettet Baby das Leben. Hund erkennt Infektion vor den Eltern.« Rex wurde über Nacht vom gefährlichen Kampfhund zum Helden. Ein Fernsehsender wollte sogar ein Interview mit uns führen. »Geschichten wie diese müssen erzählt werden«, sagte die Reporterin. »Zu viele Menschen haben unbegründete Angst vor bestimmten Hunderassen.« Das Interview wurde ausgestrahlt und erreichte tausende Menschen in unserer Region. Der Kinderarzt, der uns gewarnt hatte, las den Artikel und rief uns an. »Ich muss mich entschuldigen«, sagte er. »Ich habe Rex nach Statistiken beurteilt, nicht nach seinem Charakter. Ab jetzt werde ich Eltern nicht mehr pauschal vor bestimmten Rassen warnen.« Andere Familien in der Nachbarschaft, die vorher Dobermänner gemieden hatten, begannen Fragen zu stellen. »Ist Rex wirklich so sanft? Wie habt ihr ihn trainiert? Würdet ihr die Rasse für Familien empfehlen?« Wir erklärten ihnen, dass es nicht um die Rasse geht, sondern um Liebe, Vertrauen und Respekt. Heute ist Leon 2 Jahre alt. Und Rex? Er ist immer noch sein Schatten, sein Beschützer, sein bester Freund. Jeden Morgen wacht Leon auf und ruft als erstes »Rex«. Und Rex ist sofort da, mit wedelndem Schwanz und sanften Augen. Sie spielen zusammen, kuscheln zusammen, sind unzertrennlich. Leon klettert auf Rex, zieht an seinen Ohren, benutzt ihn als Kissen. Und Rex lässt alles mit stoischer Geduld geschehen. Manchmal beobachte ich sie und muss lächeln. Der gefährliche Kampfhund und das kleine Kind. Eine Freundschaft, die niemand für möglich gehalten hätte. Letzte Woche malte Leon sein erstes Bild im Kindergarten. Es zeigte einen braunen Hund mit spitzen Ohren und einen kleinen Jungen daneben. »Das ist Rex«, erklärte er stolz seiner Erzieherin. »Er ist mein Held.« Was wir gelernt haben: Ein Hund wird nicht durch seine Rasse oder sein Aussehen definiert, sondern durch sein Herz. Rex wiegt 45 Kilo und sieht furchteinflößend aus. Aber sein Herz, das gehört vollständig Leon. Und für Leon wird Rex für immer sein treuer Wächter sein, sein Beschützer, sein Retter, sein bester Freund. Wenn diese Geschichte dein Herz berührt hat, teile sie bitte. Hunde wie Rex verdienen es, nach ihrer Seele zu beurteilen, nicht nach Vorurteilen.